Ja, hallo Leute, servus. Wir sind hier, um ein paar Fanfragen zu beantworten. Ich bin schon gespannt, ich freue mich. Ich habe irgendwas über 30. So. Das ist eine gute Frage. Wir Bremen auch immer gern. Da hat er recht, der Burschi, da hat er recht. Schlawiner trifft es wahrscheinlich am besten. Legen wir los und dann werden wir sehen, ob ich ein paar schlaue Antworten habe. Grüß dich Müller, ich bin der Schwarsche aus Daching. Ich habe eine Frage. An wen hast du die meisten Vorlagen für ein Tor gegeben? Ja, Gott sei Dank eine leichte Frage zum Start. Die meisten Vorlagen habe ich Robert Lewandowski wahrscheinlich aufgelegt. Denke ich mal. Richtig? Ja, wie viele? Was glaubst du? Irgendwann habe ich es mal gelesen, wahrscheinlich sogar im FC Bayern Magazin, also 51. 37, 39? Oh, weit mehr. Weit mehr, ja. Das war vielleicht nur Bundesliga oder nur in einer Saison. Oder 54 insgesamt. 54, ja. Nee, ich hatte erst vor kurzem mit Levi wieder geschrieben. Liebe Grüße, Leva. Wenn es dir langweilig ist, schaust vorbei. Dann machen wir noch mal ein paar. Hallo Thomas, wir sind Ben, Levi und Oskar. wir wollten fragen, was dein bestes ertauschtes Trikot ist, was du von einem anderen Spieler bekommen hast. Also ich habe es irgendwann aufgehört, und relativ zügig sogar. Deswegen nehme ich mal das Trikot vom Wayne Rooney. Ich glaube bei der WM 2010 in dem Achtelfinale. Hallo Thomas, ich bin der Sammy. Gegen welchen Verein hast du am häufigsten gespielt? Wahrscheinlich Borussia Dortmund. Wie viele? Was meinst du? 40 Spiele? Na gut, 43. Ja. Hallo Thomas Müller, ich bin der Levi. Warum läufst du kreuz und quer über den ganzen Platz? Ja, am besten, weil ich der Mannschaft irgendwie wahrscheinlich helfen will. So viel kreuz und quer laufe ich gar nicht. Aber klar, ist auch ein gewisser Einsatz gefragt. Wenn es nach mir geht, dann würde ich vielleicht auch gern noch das ein oder andere Mal vorne stehen bleiben, aber dann gewinnen wir weniger. Hi Thomas, hier ist der Emre. Ich hatte eine Frage. Warst du schon mal Torschützenkönig in der Bundesliga oder beim DFB-Pokal? Schöne Grüße. Gut, dass er nochmal den zweiten nachgesetzt hat. Ich glaube, im DFB-Pokal war ich es mal. In der Bundesliga nie. Weißt du wann? 2013? Ja, 2013, 14? Ja, das meinte ich ja. 2013, 14 und dann noch 2015, 16. Na, nur 19. Ach, ja, 019. Gut, aber. So, heute. Servus Thomas, ich bin der Jarek, ich habe eine Frage an dich. Gegen welchen Spieler bist du in dem ersten Spiel eingewechselt worden? Also, Miroslav Klose. Servus Thomas, ich bin Martha. Ich habe eine Frage. Welches war dein Lieblingstrikot in den 24 Jahren, die du bei den Bayern gemacht hast? Dieses Jahr. Das ist doch super, oder? Das ist aber echt gut. Und natürlich irgendwie die erfolgreichsten, hat man am öftesten gesehen und die waren dann vielleicht auch am schönsten. Hallo Thomas, ich bin Julia und ich habe eine Frage. Und zwar, schwitzt du eigentlich nie beim Spiel, weil deine Haare sind immer trocken? Also ich habe da einen ganz anderen Eindruck. Ich habe schon das Gefühl, dass ich eigentlich schon schwitze. Wenn es ein bisschen warm ist draußen, habe ich auch das Gefühl, dass ich einen Feuerkopf bekomme. Aber ja, wenn die Haare trocken rüberkommen, dann habe ich scheinbar ein gutes Produkt drin. Hallo Thomas, ich bin der Clemens. Warum trägst du auf dein Trikot die Rückennummer 25? Ja, ich habe die 25, weil ich die damals bekommen habe. Wahrscheinlich in der Annahme des Zeugwarts, dass ich nicht lange da sein werde. Da hat er sich aber geschnitten. Hallo Thomas Moller, ich bin Wael Kawaji. Ich habe eine Frage für Sie. Wie viele gelbe Karten hast du in seiner Karriere gesammelt? Danke. Gelbe Karten ist nicht leicht. Sagen wir einfach mal 1,2 pro Saison. Ja, sagen wir 19. Ja, fast das Doppelte. Das gibt's ja nicht. Ich kann mich die letzten Jahre an kaum eine gelbe Karte erinnern. 36 sind. Ja, siehst du, habe ich mich verzuckt. Also wahrscheinlich die anderen waren alle nicht berechtigt. Die Roten wären einfacher, oder? Ja, eine gelb-rote, eine rote in der Champions League. Ich glaube, Bundesliga habe ich kein Rot, kein Platzverweis.
Hi Thomas, I'm Shi Mutian from China. Do you know your nickname in China? Yes, I know my nickname in China. It's Erwa. It's Arwa. Ah, siehst du? Erwa bedeutet Frechdachs, Schlawiner. Also so Schlawiner trifft es wahrscheinlich am besten. So ein bisschen. Lieber Thomas, ich bin der Niklas und was ist dein schönstes Tor? Mein schönstes Tor? Schwer zu sagen. Ich mochte das ganz gern mit Deutschland gegen USA von der Optik her. Ich habe mal ein super Tor geschossen gegen AS Rom. Champions League mit dem Außenriss ins lange Eck. Ein Wahnsinnstor, erstes Bundesligaspiel gegen Wolfsburg. Doppelpass mit Toni Kroos, mit links Volley. Thomas Müller, Kroos, außen Ribéry, wunderbar gespielt. Müller macht das fantastisch! Tor für die Bayern! Mein erstes Bundesligator gegen Dortmund war auch kein schlechtes. Nee, mein zweites, der Schuss außerhalb direkt im Knick. Darmstadt, Fallrückzieher zum 2-1. Ja, sucht euch selber eins aus. Hallo Thomas, ich bin Hanna. Gegen wen hast du dein 100. Bundesligator geschossen? Gegen Hannover 96. Werder Bremen. Ah, wir Bremen auch immer gern getroffen gegen Bremen, tatsächlich. Jim Hammes! Der ist Thomas Müller! Wieder toller Ball! Sensationstor! Von James Rodriguez. Ja, James hat einen guten Fuß gehabt. Sehr feines Füßchen. Hallo Thomas, ich bin der Walter von Innviertel, vom Fanclub Innviertel aus Oberösterreich und wollte gern wissen, weißt du, gegen welchen Verein du am meisten getroffen hast? Ich habe irgendwann mal was gelesen mit Hannover oder Hannover, Wolfsburg, Bremen, eins von den dreien. Du bist nicht schlecht, was nimmst? Hannover. Nein. Ja. Wolfsburg. Wolfsburg. Dann Dortmund, dann Bremen. Wolfsburg, Dortmund, ja. 15 Tore. Hallo Thomas, hier ist der Philipp und meine Frage an dich. Wer hat dir dein allererstes Tor aufgelegt? Ja, das war so ein abgeprallter Schuss, oder? Das war Felipe Santana eigentlich. Ja, deswegen, ja. Geschossen hat da der Basti oder der Timo vielleicht sogar. Timoschuk geschossen. Kopfball. Olic. Also nehmen wir Felipe Santana. Servus Thomas, ich habe eine Frage an dich. Mit welchem Bayern-Spieler hast du die meisten Spiele bestritten? Manuel Neuer, oder? Ja. Ja. Selbstverständlich. Gott sei Dank. Wie viele Minuten, glaubst du, standet ihr zusammen auf dem Platz? Minuten. Also sagen wir mal pro Jahr was macht man da so immer so diese 3000 Minuten. 90 mal 4000, davon mache ich aber nur 3000. 40.000 Minuten. 35. Aber nur Bayern. Oh. Hi Thomas, hier ist der Fabian und ich würde gerne von dir wissen, ob du schon mal einen speziellen Torjubel hattest. Vielleicht habe ich mir mal zu irgendeinem Spiel mal mit irgendeinem Kumpel oder mit Mannschaftskollegen was ausgedacht, bin mir gar nicht mehr sicher. Aber eine richtige Choreografie. Also für mich ist die Aufgabe, es zu schaffen, ein Tor zu schießen, ist erstmal der Hauptfokus und das werde ich nie für selbstverständlich nehmen können, auf diesem Niveau Tore zu schießen und deswegen habe ich mir auch nie einen Jubel überlegt, sondern eher überlegt, wie kann ich ein Tor schießen und den Jubel dann einfach so geschehen lassen. Servus Thomas, ich bin der Laurin. Gegen welchen Torwart hast du die meisten Tore geschossen? Jetzt, ich probiere es mit dem Hannover nochmal, das habe ich nämlich in irgendeinem Magazin, ich glaube in unserem 51er gelesen, das ist mein Weltmeisterkumpel Ron-Robert Zieler. Jetzt haben wir die Hannover. Da haben wir doch die Hannoveraner. Eins davon war aber so, dass ich das eigentlich ins, wo wollte ich da hinschießen? Links, ich will von mir aus gesehen ins linke Eck schießen, rutsch mit meinem Standbein aus, schieß mir ans eigene Standbein und er geht perfekt in die Ecke. Zählt trotzdem. Hallo Thomas, ich bin der Henrik. Weißt du, wie viele Elfmeter du schon für den FC Bayern geschossen hast?
Geschossen 37. Oh, gut, 35. Ja, die Quote wurde dann irgendwann schlechter. Deswegen schießt jetzt jemand anders. Und wie viele davon verwandelt? 28. Richtig. Ja. Wenn du Nationalmannschaft mit reinnimmst, wären es 37 gewesen. Ah, siehst du. Da habe ich nur wenig geschossen, das stimmt. Aber einen wichtigen gegen die Portugiesen. Hallo Thomas, ich bin der Nils. Meine Frage ist, wie viele Titel hast du in deiner ganzen Karriere gesammelt? Wir wünschen dir viel Glück und ja, ein gutes Jahr und ihr werdet Meister. Packmas! Oh, das ist aber mal. Da hat er recht, der Burschi, da hat er recht. Das finde ich ja richtig gut. Was war die Frage? Wie viele Titel du schon gesagt hast? Irgendwas über 30, so. Je nachdem, was man mit reinzählt. Aber so die offiziellen Pflichtspieltitel, glaube ich, ja, sowas. Servus, ich bin der Hannes. Ich habe eine Frage an dich, lieber Thomas. Welcher Spieler hast du am meisten vom FC Bayern gemocht? Ich mag eigentlich alle. Ne? Jeder hat ja was Besonderes, was Individuelles. In meinen Anfangsjahren habe ich mich auf dem Platz und auch daneben, aber gerade das auf dem Platz, wir sind ja Fußballer, natürlich sehr gut verstanden mit Arjen Robben beim FC Bayern. Wir waren da ein gutes Duo oder so über die rechte Schiene. Philipp Lahm, mit dem habe ich auch außerhalb viel gemacht. Basti Schweinsteiger verstehe ich mich sehr gut. Mit Manu immer noch, obwohl wir schon 15 Jahre verheiratet sind. Levi hatte ich natürlich auch eine spezielle Verbindung. Ja, und die privaten Verbindungen, Kontakte, die wechseln natürlich ständig, je nachdem auch, wie viel Zeit man miteinander verbringt. Waren viele Golfer dabei, die ich natürlich ein bisschen näher kennenlernen durfte, wenn man auch mal privat eben eine Runde gegangen ist. Servus Thomas, ich bin's, der Oskar. Ich habe eine ganz schwere Frage an dich. Unter welchem Schiedsrichter hast du am meisten gespielt? Das ist eine gute Frage. Die ist herausfordernd. Ja, die hören ja auch zwischendurch dann auch mal auf, die Schiedsrichter. Gibst du mir 3 zur Auswahl? Stieler, Fritz und Zweier. Ja, den Zweier hätte ich auf jeden Fall auch gesagt. Fritz hatte ich im Kopf. Stieler hätte ich jetzt nicht. Also dann gehe ich wahrscheinlich auf den Zweier. Zweier ist es. Ja. 41. Ja. Liebe Grüße. Mein Name ist Nasja Zdravkova, ich komme aus Hannover und würde gerne wissen, lieber Thomas, wie schaffst du es jeden Tag, auch in schwierigen Zeiten, die extreme Begeisterungsfähigkeit für den Fußball und deine Hingabe für die Mannschaft aufzurufen und Tag für Tag für deine Kameraden im Team auch da zu sein? Das finden wir wirklich bewundernswert. Chapeau und ja, viel Glück weiterhin. Ja, erstmal danke für die netten Worte. Freut mich, dass das positiv aufgenommen wird und ja, wie schaffe ich das? Ich glaube, das ist einfach mein eigener Anspruch auch an mich selbst. Ja, tendenziell einfach die Chancen zu suchen, was Positives zu bewegen, als mir darüber Gedanken zu machen, was könnte vielleicht schief laufen. Weil egal, was man macht im Leben, in jeder Situation gibt es eben diese beiden Seiten. Auch ist auch viel Betrachtungsweise entscheidend, wie du Dinge wahrnimmst und ich versuche einfach immer, ich bin auch mal sauer und ich bin auch mal enttäuscht und trotzdem weiß ich in mir drin, es muss auch weitergehen und man muss einfach die nächste Chance auch suchen. Das ist mein Antrieb irgendwie, also kann ich gar nicht so viel dafür. Hallo Thomas, ich bin der Lukas und wie lange wirst du noch beim FC Bayern spielen? Das steht in den Sternen. Nee, keine Ahnung. Vertrag habe ich noch 1 Jahr. Und dann schauen wir mal, wie das jetzt hier so anläuft. Und ich hoffe am besten gut. Und dann schauen wir einfach, wie es sich entwickelt. Ich weiß es selbst nicht. Super, danke euch.